Wir wollen euch heute einladen in unser schönes Häuschen. Kommt rein, es passiert euch doch nicht. Wir zeigen euch die Schätze des alten Barons. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit unserem Fahrstuhl fahren. Oh, das ist eine gute Idee. Da passiert euch ja wirklich nichts. Er wird auch der Fahrstuhl des Verrückten genannt. Ach, sagt das doch nicht. Die kommen ja sonst nicht. Kommt nur, alles kein Problem. Viel Spaß. Viel Spaß. So, für die Vorstellung der Details sind wir jetzt kurz wieder mal normal. Oder so mehr oder weniger. Ihr habt es ja schon bestimmt gesehen, dieses 68 Zentimeter große Monstrum. Ein wirklich schönes Geisterhaus mit über 3000 Teilen. Und was ganz besonders Tolles ist, dass es ja voll ist mit Easter Eggs und Referenzen zu alten Sets. Mal ein kurzer Rundumblick. Übrigens, die Rückseite gefällt uns am wenigsten. Die hat nämlich diese Mechanik dieses Fahrgeschäfts hier außen angebracht. Hier auch mit diesen großen Rädern und mit der Handkurbel. Das sieht dann gar nicht so toll aus, aber sonst ist es ein wirklich schönes Haus geworden. Es ist wunderbar. Und bitte, Frau Assistentin, drehen Sie doch mal am Handgriff, damit wir mal sehen, was das Haus überhaupt so drauf hat. Also wenn man hinten kurbelt, dann wird dieser Lift nach oben gezogen. Achtung. Es geht ein Fenster auf und es geht steil nach unten. Das ist ja mal toll. Also wirklich ein sehr schönes Set. Wobei diese Mechanik zum Teil bei uns nicht so ganz gut funktioniert. Ja, manchmal rattert sie. Das haben schon viele Leute geschrieben und wir haben uns auch schon Videos dazu angesehen. Und zwar ist es immer ein Glücksspiel. Ja. Wenn Christoph es angreift, auf einmal rattert. Ich habe schon mehrere Stunden damit verbracht, diese Mechanik hier hinzubekommen, habe den Turm schon oft zerlegt und wieder zusammengebaut, aber es funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Aber jetzt mal kurz zu den einzelnen Referenzen hier in dem Haus. Und zwar spielt sehr viel auf die alte Adventurers-Serie an, welche Ende der 1990er Jahre auf den Markt kam. Wir haben hier also das Anwesen von Baron von Barron vor uns, dem Bösewicht aus der Adventurers-Serie. Und ein Anwesen, vor dem ein Grabstein steht. Ganz genau, auf dem Grabstein ist erstens mal ein Geist zu sehen und als zweites auf dem Grabstein sind die Initialen TC zu erkennen. Die stehen nämlich für Diego Catarino. Der hatte anscheinend noch mit dem Designen des Sets begonnen, bevor er Lego verließ. Oh, was da passiert ist, das wissen wir jetzt aber nicht so genau. Ihr kennt auf jeden Fall diese Initialen, die sind in der Farbe Rot beim Schiff in der Flasche vorgekommen. Und jetzt hier wieder, allerdings auf dem Grabstein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal und schauen uns das Innere dieses Sets an. Rita ist mir behilflich und öffnet das Haus mal, denn es lässt sich so auf die Seite klappen. Genau. Auf jeden Fall ist das hier also Geisterhaus und ein Fahrgeschäft in einem. Es zählt ja zu dieser Fairground Collection und ihr seht schon, hier ist auch schon was passiert und zwar sind unsere Fahrgäste gar nicht mehr in dem Wagen drin, die sind sogar beide herausgefallen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das jetzt am Schluss so schwer gegangen ist. Hier haben wir schon die erste kleine Referenz. Und zwar ist dieses Fahrgeschäft, also mehr oder weniger der Wagen des Fahrgeschäfts, in der Form her so wie das alte Auto unseres Barons. Kennt ihr das noch? Der hat immer so Geländejeeps gehabt, die haben genauso ausgesehen. Wie gesagt, und dieses Fahrgeschäft kommt hier hinein. Wenn man das gerade nach hinten schiebt, dann dockt das so an. Ich kann es jetzt nicht mit einer Hand. Ich glaube, es ist drinnen. Und dann kann man eben hinten kurbeln. Das Fahrgeschäft wird nach oben gezogen und
fällt dann wieder herunter. Aber das ist leider alles sehr eng hier. Ihr hört es schon wieder krachen. Hier sind allerhand Räder. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Also wir haben es schon so oft umgebaut und immer wieder hat es da Probleme gegeben. Wenn es mal etwas weiter oben ist, dann funktioniert es besser. Aber ihr seht, jetzt ist es auch hier hängen geblieben. Es sollte eigentlich bis hier unten fallen. Ja, manchmal geht es etwas langsamer. Also es wird ziemlich arg abgestoppt und dann geht es ganz langsam auf den Boden. Wie gesagt, die Räder haben schon mal besser funktioniert. Jetzt, ich habe es vielleicht gehoben, jetzt funktioniert es wieder nicht so gut. Ganz egal. Wir schauen uns jetzt mal diese coolen Referenzen an. Deswegen seid ihr ja da, nehme ich an. Schauen wir mal. Als erstes sehen wir gleich als alte Ägypten-Fans einen Obelisken. Frau Assistentin, was kannst du uns denn dazu verraten? Ich darf euch verraten, dass Van Buren diesen Obelisken stahl, weil er die böseste Inschrift trug, die er jemals gesehen hat. Und wisst ihr auch, was diese Inschrift ist? Ich habe mir sagen lassen, je nachdem, wie man diese Hieroglyphen liest, heißt es entweder Lego, was ja gar nicht mal so böse wäre, oder Ogle, was ja der Bösewicht vom Alpha-Team von der Serie wäre. Und das ist schon sehr böse. Also das wollen wir dann lieber nicht, dass das so ist. Gleich über dem Fahrgeschäft haben wir was Spezielles, und zwar einen Kopf der Sphinx. Das ist der erste Gegenstand, der Buren in Ägypten gestohlen hat. Das gesamte Anwesen wurde um dieses Gesicht gebaut. Und ihr seht auch wirklich, die Mauern dieses Turms sind rund um die Sphinx gebaut, und er kam vor, der Sphinxkopf im Set 5978. Genau. Wenn das nicht gruselig ist, liebe Freunde, aber es geht nicht weniger jugendfrei weiter hier. Also das Set hat seine 18 plus Bezeichnung wirklich gewohnt. Wir gehen weiter mit dem Ogle Orb. Der Ogle Orb. Auch aus den Alpha-Team-Sets, wenn ich mich nicht täusche. Ein Prototyp einer gedankenkontrollierten Superwaffe, die vom Ogle Empire verwendet wurde. Von Buren hatte immer eine für regnerische Tage parat. Oh Mann, also ob das eine gute Idee ist. Das Set 6776 hat auf jeden Fall auch so einen Orb dabei. Und was da dann passiert ist, das wollen wir euch lieber gar nicht sagen. Aber hier auf diesem Dachstuhl haben wir dann ja noch mehr. Wir haben einerseits hier dieses gelb-goldene Artefakt. Aha. Als sich Van Buren das goldene Artefakt krallen wollte, tauchte plötzlich der Yeti auf und fraß seinen linken Arm. Zum Glück hatte er links bereits eine Hakenhand, so konnte er sie leicht ersetzen. Ach, unser Baron, dieser alte Banause, der hat wieder mal Glück gehabt. Ihr kennt vielleicht auch das Set aus der Orient Expedition 7412, wo eben nicht nur der Yeti, sondern auch dieses Artefakt mit dabei war. Schade, dass der alte Lord, unser Baron, hier nicht im Set selbst dabei ist. Das wäre interessant gewesen, ihn zu fragen. Das stimmt. Auch wegen der nächsten, was wir gerne zeigen Genau, möchten. Es ist eine Kiste voll mit uninteressanten Sachen. Oder sind sie wirklich so uninteressant? Man weiß es nicht. Es scheint eine Müllkiste zu sein. Ich verspreche mich schon, weil ich mich so grusel. Ja, eine schwere, staubige Kiste voller Müll. Auf einem ausgeblichenen Sticker steht: Ich liebe Müll. Ganz genau. Und das ist ja mal eine coole Referenz an das Computerspiel Junkbot, welches es, ich glaube, Ende der 1990er Jahre das Licht der Welt erblickte. Also auch das ist hier mit drin. Dann haben wir als nächstes, lass mich mal sehen, dieses Idol. Wo ist das hier zu sehen? Ich finde es gerade nicht. Ah, hier. Über unserem Ticketverkäufer. Also das Götterbild vom Everest. Meinst du das? Das meine ich. Gestohlen von einem Bergtempel auf dem Everest.
Man sagt, dass die Hörner ins Unbekannte ragen, gibt auch einen guten Kleiderständer ab, Ja, das muss man kann ich aber mir sagen. vorstellen. Genau, das Set mit der Nummer 7417 hat auf jeden Fall dieses Götterbild auch mit dabei. Aha. Und es geht noch weiter, und zwar oben Ui, was ist denn haben da wir passiert? ein aufgehängtes Skelett mit einem Zylinder. Ei, das verbotene Skelett. Manche meinen, dass Sam Sinisters Auto bei der Flucht vor dem Gesetz explodiert ist und nur sein Skelett sowie auch sein Zylinder zurückblieb. Manche sagen, dass dies der Drilling der Zwillingsbutler sei. Niemand weiß es sicher. Ja, wir haben ja bei diesem Set zwei gleiche Figuren dabei. Einer dieser Zwillinge sitzt hier am Ticketschalter und der andere hier an dieser tollen Orgel, zu der wir später noch kommen. Vielleicht ist das der dritte, das wäre ja dann der Drilling. Der Drilling, der Zwilling? Ach, ich kenne mich Ganz nicht mehr komisch. aus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach außen sehen. Ich weiß nicht genau, auf welcher Seite das ist. Oh, es ist auf dieser Seite hier, denn hier über dem Fenster und diesem schönen Schild haben wir noch einen weiteren Schild mit einer Fledermaus und einer römischen Zahl. Ui. Und was ergibt die römische Zahl? 6007 vielleicht? Das kann leicht sein. Ein Set aus 1997. Bat Dragon. Der alte Fledermausdrache. Dass das noch wahr sein darf. Wo sehen wir denn als nächstes hin, Frau Assistentin? Naja, da gibt's noch zum Beispiel die Köpfe des Anubis. Oh, auch die haben hier Einzug gefunden. Die kennt ihr vielleicht. Die sind ziemlich dunkel, diese Ich Hundeköpfe. versuche das noch etwas weiter zu öffnen. Herausgehoben aus dem Tempel des Anubis. Und es liest sich weiter: Angeblich sind sie nur zur Dekoration. Das ist alles. Ach, Na, das da glaub sind ich wir eher gespannt. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich grusel mich so. Ich glaube, da hat's wohl mehr noch dabei. Das kann ich mir leicht vorstellen. Darüber hängt ein Porträt unseres alten Barons. Das Porträt von Samuel von Baron. Als das Porträt fertig war, begann ein seltsamer Schein aus dem Rubin zu entfliehen. Vom Fluch der Mumie gefangen, wurde von Baron von den schlechten Witzen des Pharao Hotep verrückt gemacht. Aber wo ist da ein Pharao? Ich sehe keinen. Das ist doch nur unser Baron, der schon wieder mal auf Geldraub aus war. Und Ich weiß nicht, von was sprechen Sie ja, denn? von einem Pharao. Oh, siehst du was? Was siehst du? Das ist der Geist des Pharaos, der aus dem Rubin entflieht. Ui. Das ist ja gar nicht gut. Wir widmen uns lieber weniger gruseliger Sachen, und zwar dieser Orgel. Und auch das ist nochmal eine Referenz auf Diego Catarino, denn der wurde ja mit seinem Mock einer Orgel weltberühmt. Die könnt ihr auch auf YouTube sehen. Die ist ganz toll gestaltet und das hier ist ein Eine Miniatur davon. Ja. Und was liest sich in den Annalen unseres alten Barons über diese Orgel? Von Baron ließ sich diese Orgel in Portugal maßanfertigen. Er benutzte sie hauptsächlich, um darauf Titellieder von TV-Shows zu spielen. Also unser Baron ist schon ein komischer Kauz gewesen, das muss man ihm ein für alle Mal lassen. Hier, Pharao hat gerade unsere Kamera gestört, glaube ich. Hier ist auf jeden Fall noch ein schönes Bild von dir, Rita. So siehst du heute wirklich aus, also gar kein Problem. Dann begeben wir uns weiter zum Fluchtplan. Der ist hier ein bisschen versteckt, wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar hinter diesem blauen Teil eine Stange Dynamit. Ja, denn von Baron richtete die Sphinx mit dem... Mit dem Dynamit aus, wolltest du sagen? Genau. Nur falls
davon ein Fluch ausgehen sollte. Aha, also so war das. Ja, Das ist ja ganz interessant, ja. Wenn die Sphinx also wieder zum Leben erweckt wird durch irgendetwas, Ja, dann hat er vielleicht. hier die Möglichkeit, ein Dynamit zu zünden. Das ist natürlich möglich. Oh mein Gott, das wird ja immer gruseliger Ja, aber dann hier. wäre doch unser schönes Haus kaputt. Ja, das wäre natürlich gar nicht Jetzt gut. haben wir so viel gezahlt und auf einmal wäre es dann wieder kaputt. Naja, Als nächstes haben wir einen Altar, ja, der hier bei diesem Skelett hängt. der Altar von Al-Hazred oder Al-Hazard oder so. Er ist nicht bekannt, das haben wir uns schon fast gedacht, für welche dunklen Rituale dieser schwer aussehende Steintisch eigentlich gedacht war. Der Baron verwendete ihn für leichte Lektüre an regnerischen Tagen. Unser Baron hat sich da wieder mal nichts Besonderes dabei gedacht. Ich bin mir sicher, dass auf diesem Tisch Schon das eine oder Schlachtpläne andere geopfert wurde oder vielleicht. Opfer vollbracht wurden und unser Baron nutzt das wieder für was anderes. Aber ja, was soll's. Als nächstes haben wir den Schwinger, den ich jetzt momentan nicht mehr zusammenbauen kann, es geht doch nicht so schwer, Verzeihung. Was ist denn das für ein Gerät? In einem fehlgeschlagenen Versuch, die Kraft des Regu-Rubins mit diesem Gerät zu zügeln, rief Van Baron unabsichtlich zwei freundliche Geister aus dem Jenseits herbei. Na, mehr braucht man nicht. Das ist ja wirklich mal Freundliche was. Geister. Wo sind wir hier? Den denn? hat er sich hier oben hingestellt, diesen Schwinger, was auch immer das sein soll. Naja, wohin, wo er nicht mehr so gut dazukommt. Mit einer Hand kann ich das leider nicht, na egal, er liegt besser am Boden. Und als Wir legen ihn letztes hier haben rein. wir die Hauptattraktion Ja. seines Anwesens. Der Fahrstuhl des Verrückten. Wie ist mein Fahrstuhl ins Nichts? Er geht auf und ab. Zitat, der verrückte Baron. Bei uns geht er leichter bergab als bergauf, aber ihr habt es gesehen und wie von Geisterhand fällt er die letzten paar Zentimeter hinunter und unsere Leute sind ganz erschrocken, das ist ganz klar. Was wir euch jetzt noch am Schluss zeigen ist, es gibt natürlich noch die ein oder anderen kleinen Details, hier zum Beispiel ein Kamin oder auch hier so ein toller Luster. Die Tür hat auch einen schönen Mechanismus. Sie ist nicht nur für unser kleines Kerlchen hier Rollstuhlfahrergerecht, Oh ja, das finde ich übrigens eine nette Idee, muss ich sagen. sondern sie kann auch wie von Geisterhand geöffnet und geschlossen werden. Muss man da was Spezielles sagen oder geht die einfach Bestimmt so auf? ein Zauberspruch wird da nötig sein, glaube ich, aber probier's mal. Sesam, öffne dich. Ohoho. Und wir sehen ins Innere und mein Gott. haben freien Blick auf unseren Ticketverkäufer. Zu geht's übrigens genauso. Ein wirklich sehr gruseliges Set. Das ist ganz sicher. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt dann schlafen gehen kann. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, du schaust dir lieber noch einen Disney-Film an, bevor Ja, das soweit ist. Romantik. Denn ja, weißt du, es gibt ja nichts Spukigeres als ungebügelte Leintücher. Was? Ihr wollt schon wieder gehen? Dabei wollten wir euch noch auf eine zweite Fahrt einladen. Jetzt bleibt doch hier und genießt noch etwas unser Häuschen. Wir tun euch doch nicht. Nein.